Hättest du gedacht, dass du pochierte Eier so einfach und so schnell in der Heißluftfritteuse zubereiten kannst? Schau mal das Eigelb. So lecker. Ganz ohne Essig. Du wirst es lieben und danach viel öfters machen. Den entscheidenden Tipp, damit es wirklich perfekt gelingt, erfährst du im Laufe dieses Videos. Ja, als erstes fange ich jetzt hier an mit meinem Toastbrot. Und da habe ich jetzt hier Butter und dann streiche ich auf das Toastbrot. Die Butter, die habe ich etwas weich werden lassen, damit sie sich gut verteilen lässt. Jetzt geht es auch schon rüber zum Spedi. Diese Crispplatte muss ich einlegen. Achte darauf, dass die Füßchen alle ausgeklappt sind, dann kannst du die Platte leicht einlegen. Ja, und die Toastscheibe, die kommt jetzt da oben drauf. Jetzt geht es weiter mit meinem Ei. Das habe ich schon mal da rein. So, in der zweiten Schale, die ich jetzt hier parat stehen habe, habe ich schon mal etwas Öl unten reingetan. Und das verstreiche ich jetzt gut in diese Schale aus, damit das Ei dann nachher, was jetzt in diese Schale reinkommt, unten drunter das Öl ist, damit das Ei sich also nicht unten nachher festsetzt. Also jetzt ganz gut die Schale gut ausstreichen mit dem Öl. So, und jetzt kann das Ei schon mal da reinkommen. Aber ich habe mir überlegt, ich fange erstmal an und mache noch meine Avocado fertig. Und die Avocado, die hole ich jetzt da aus dieser Hülle raus. Packe es jetzt erstmal da rein. Schau mal, ob das von der Masse dann nachher auch passt. Weil ich mir überlegt habe, dass ich da dann drin meine Masse entsprechend zubereiten kann. Also meine Avocado-Creme, die ich jetzt zubereite. Das drücke ich, die Avocado drücke ich entsprechend jetzt hier klein. So, jetzt habe ich hier Zitrone oben drüber. Das ist wichtig bei der Avocado, dass du gleich Zitrone drüber machst. Salz und Pfeffer noch dazu. Ja, die Zitrone ist ganz wichtig, damit die Avocado dann nicht dunkel wird. Ja, und von der Masse her, ich hatte ja vorher probiert, das ist eine Schälchenpasta, das hat genauso gepasst. Jetzt hole ich hier den Avocado-Kern raus. Die zweite Hälfte passe ich auf, dass ich die Avocado ganz von der Hälfte raushole. Denn da will ich so eine schmalen Stifte mir schneiden. Das dekoriere ich entsprechend den Teller. Ja, und jetzt wäre auch wieder die Zitrone drüber. Doch bevor ich jetzt mit der Avocado weitermache, kann ja eigentlich mein Ei schon mal in die Heißluftfritteuse. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Auf das Ei oben drauf Wasser und von der Masse so viel Wasser reingeben, damit das Ei bedeckt ist. Deswegen von der Schale her musst du auch gucken, dass die von der Größe, von der Höhe der nachher in deine Heißluftfritteuse gut reinpasst. Also jetzt kommt die hier in den Spedi oben rein und wenn ich dann die Klappe zumache, hatte ich vorher getestet, hat das genau gepasst. Heißluft frittieren, 200 Grad, 7 Minuten habe ich eingestellt und jetzt kann das da drin in der Heißluftfritteuse wunderbar brutzeln, mein Ei. Ja, meine Avocado-Hälften, die hatte ich jetzt noch mit Salz und Pfeffer versehen. Dann habe ich hier mal angefangen, meinen Teller parat zu machen, das Ganze zu dekorieren. Und da habe ich mir überlegt, ich könnte ja diese Avocado-Hälften, da drin könnte ich jetzt diese kleinen Schnitz von den Avocado da reinpacken, das so auf den Teller nachher entsprechend dekorieren. Also das richte ich jetzt so mal vorab an. Ja, und gleich gibt es mal eine kurze Zwischenvorstellung. Ja, blitzschnelle Heißluftfritteuse, das ist mein neues Kochbuch und jetzt schauen wir mal ganz schnell durch das Buch durch. Da kannst du sehen, dass jedes Rezept entsprechend mit einem Farbfoto dargestellt ist, damit du ganz einfach sehen kannst, was du denn nachher kochen kannst. Ja, und vielleicht ist dir dieses kleine rote Töpfchen hier nebenan auch schon aufgefallen. Damit habe ich noch was vor im nächsten Video. Da kommt ein Rezept aus meinem neuen Buch. So, die 7 Minuten sind rum, die heiße Phase beginnt. Ja, das Toastbrot sieht ja schon mal richtig gut aus. Das kann ich hier mal schon mal entnehmen. Ja, die Sonne scheint auch klasse drauf, dass man es fast nicht richtig erkennen kann. Ja, und jetzt kommt die heiße Phase, das Ei da sachte rauszubekommen. Ja, jetzt war ich auf die Idee gekommen mit dem Spaghetti-Löffel. Könnt ihr es jetzt eventuell sachte da unten drunter rausholen. Und ihr werdet es gleich sehen, ich habe die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Scheiße. Ja, siehst du, ich bin unten an das Eigelb gekommen und hab's aufgestochen. Das war wohl ein Satz mit X. Also ich muss es doch in Zukunft wieder mit meinem Löffel machen, wie ich sonst immer gemacht habe. Da hat das super geklappt. Also, was heißt das? Auf ein neues. Aber das wird natürlich nicht weggeschmissen.
So, mein Schälchen mit dem Ei kommt wieder jetzt hier rauf. Das natürlich die Schale habe ich auch wieder entsprechend schon mit Öl ausgerieben. Jetzt mache ich ganz sachte das Wasser oben drüber, so dass mein Ei wieder sachte bedeckt ist. Und das gleiche Spielchen nochmal Speedy zu 200 Grad 7 Minuten. So, das Toastbrot kann ich schon mal auf den Teller packen. Das hatte ich entsprechend den Teller ja schon vorbereitet. Schön zurecht gemacht, die Avocadoschale. Da rein hatte ich die Avocado-Schnitzchen reingepackt. Meine Avocado-Creme, die kann ich jetzt auch schon mal auf mein Toastbrot packen. Das Ei ist ja jetzt auch gleich so weit. Inzwischen kann ich das schon mal nutzen und das entsprechend so weit vorbereiten. So, die 7 Minuten sind rum nach meinem Eischauen und das Ei kann ich jetzt entsprechend hier rausnehmen. Und diesmal mache ich so, wie ich es sonst immer mache. Ich nehme es komplett mit diesem Näberchen hier raus und tue es jetzt auf den Tisch da abstellen und tue es da jetzt entsprechend ganz sachte rausholen. Dann passiert mir nicht das Malheur, was mit dem anderen passiert ist. Aber du siehst, ich habe es ja nicht weggeschmissen, nicht, das wäre ja viel zu schade. Ich habe es da oben aufbewahrt und das wird jetzt mit verbraucht. So, also erst meine erste Hälfte vom Ei, was etwas leicht verunglückt war, mit auf die Avocado-Creme mit dem Toast zusammen. So, und jetzt hole ich mein Ei hier aus meinem Schälchen raus. Also ganz sachte mit dem Löffel unten drunter fahren und das Ganze so rüberheben und supi hat das geklappt diesmal. Ja, ich hatte mir jetzt noch etwas Kresse da klein geschnitten dazu und auch Schnittlauch und das Ganze kommt jetzt noch mit oben drüber. Schau, sieht das nicht lecker aus? So richtig toll ist das jetzt geworden. Die Avocado daneben so richtig schön saftig mit dem Zitronensaft. Hat auch richtig klasse geschmeckt und jetzt schneiden wir das Ei mal an. Und schau mal, das Eigelb, wie herrlich das da rausläuft. Und das hat sowas von klasse geschmeckt. Ja, und das Schöne ist, du hast gesehen, ich habe also nicht erst einen Topf mit Wasser ansetzen müssen. Essigwasser rein. Viele vertragen kein Essig, du hast eine super Alternative, kannst ein pochiertes Ei machen, ohne dass da jetzt Essig ins Wasser muss. Du hast das Schälchen nachher, was du sauber machen musst, und mehr eigentlich nicht. Ja, und ein bisschen Obacht geben beim Rausholen von den Eiern, aber das musst du bei den normalen pochierten Eiern, die du im Kochtopf machst, genauso kann das passieren, dass es, wenn du nicht richtig Obacht gibst beim Rausholen, dass dir das dann nachher leicht beschädigt. Aber wir haben es noch richtig lecker hinbekommen, sieht ja richtig toll aus. Jetzt lass es dir wunderbar schmecken.